Rennspiele, die eine ganze Serie beendet haben oder dafür gesorgt haben, dass sie längst nicht mehr das ist, was sie ist. Ja, es gibt viele Rennspielserien da draußen und nicht wenige davon sind mittlerweile verschwunden oder schon längst nicht mehr das, was sie sind, da irgendwas schiefgelaufen ist und wir schauen uns da mal ein wenig um. Ursprünglich hatte ich gedacht, wir machen da ein Video draus, aber da es leider doch mehr Serien gibt, denke ich, haben wir da das Potenzial, ein paar mehr Videos zu machen und dann bestimmte Rennspielserien wirklich auch einzeln zu behandeln. Wir haben ja zum Beispiel Sachen wie Forza Motorsport, wo man so sagt, Teil 5 ist da so der Knackpunkt gewesen, oder Need for Speed, und damit fangen wir dieses Mal auch an, denn Need for Speed ist ja eins der interessantesten Themen, weil es halt auch eine große Fanbase hat. Sie lockt so ziemlich jeden an, selbst Simracer verirren sich manchmal dorthin, weil man da einfach auch mal ordentlich die Sau rauslassen kann. Und ja, Need for Speed kann man im Groben ja schon mal in 4 Teile aufteilen, und damit meine ich jetzt nicht die einzelnen Spiele, klar, sondern Ehren quasi. Und zwar haben wir da im Grunde die Anfänge, die legendären ersten Teile, ne? Need for Speed. Oh mein Gott, ich fahre hier irgendwelche Luxuskarossen. Irgendwann kam Polizei dazu. Und ja, so ging es erstmal eine ganze Weile. Dann begann die Tuning-Ära mit Need for Speed Underground. Die wahrscheinlich beliebteste Ära, weil zu dem Zeitpunkt auch Fast and Furious richtig groß wurde. Und ja, das ist so ziemlich auch diese Teile sind die Lieblingsteile der meisten Spieler, weil sie auch einfach am meisten geboten haben. Dann begann nach Pro Street ungefähr die Identitätskrise, wo man nicht mehr wusste gefühlt, ja, wo wollen die jetzt eigentlich hin mit Need for Speed? Auf einmal kam dann The Run, dann Undercover sollte wohl wieder zurückführen zu der Tuning-Ära, was aber auch nicht geklappt hat, weil die Physik sich so geändert hat. Und dann kam auf einmal Shift, da haben sie auf einmal ein auf Rennspiel gemacht und. Also es ging schwer bergab. Und dann gab es noch die Neustart-Ära mit Need for Speed 2015 bis eben hin zu Unbound, wo man dann aber auch durch massive Probleme mit der Fahrphysik nicht so richtig den großen Erfolg feiern konnte. Aber ja, welcher der Teile ist denn so jetzt maßgeblich verantwortlich dafür, dass es so bergab ging? Ja, bei Need for Speed ist das wirklich eine schwere Sache. Da ich jetzt schon seit Anfang an fast dabei bin, aber ja, oder auch Need for Speed einfach sehr massiv gezockt habe und auch schon viel Content dazu gemacht habe. Wir haben ja viele Need for Speed Fans hier auch auf dem Kanal. Aber für meinen Geschmack muss man sagen, und das sehen auch die meisten anderen so, glaube ich, Need for Speed Pro Street stellt da so eine Kurve dar. Irgendwie so ein Punkt, wo irgendwas sich extrem verändert hat. Aber gleichzeitig muss man sagen, Pro Street ist ja gar kein schlechtes Spiel. Zumindest ist es nicht schlecht gealtert. Damals sah das noch ganz anders aus. Ich weiß noch, wie ich es mir gekauft habe. Ich kam von der Essener Motorshow, ne, war mit dem Vater von einem Kollegen unterwegs noch, und da sind wir kurz beim Mediamarkt noch angehalten und haben uns Need for Speed Pro Street ran geholt, weil ich glaube, es ist an dem Tag released oder irgendwie in dem Zeitraum auf jeden Fall. Und zu Hause habe ich mich dann gewundert. Es war halt wirklich was komplett anderes. Ne, der Style, der gefiel mir schon damals und ist auch heute maßgeblich dafür verantwortlich, dass dieses Spiel einfach gut gealtert ist. Und was aber aufgefallen ist, die haben die komplette Fahrphysik irgendwie überarbeitet, verändert. Was genau da passiert ist fraglich. Auf jeden Fall haben sich die Autos nicht mehr so angefühlt wie vorher. Und das hat vielen Spielern schon mal nicht gefallen. Gleichzeitig war dann die Sache da, dass man auf einmal auf Rennstrecken unterwegs war. Keine Open World mehr, keine Polizei. Also ein riesiger Schritt in eine andere Richtung. Und das hat damals auf jeden Fall auch vielen nicht gefallen. Aber wenn man heute drauf schaut, vermisst man Need for Speed Pro Street schon fast, weil es einfach auch viele Dinge gemacht hat, die es vorher nicht gab, und auch im Grunde sich super weiterentwickelt hat, bis eben auf das Handling. Aber ja, das Tuning wurde aus Carbon übernommen, man konnte seine Autos wieder gut individualisieren, man konnte da die Felgen tauschen, wie man wollte, vorne, hinten verschieden, man hatte Autosculpt wieder. Und ja, das Tuning, es war nicht so massiv wie in Underground, aber immer noch mehr als in Most Wanted. Und ja, durch Mods sieht man ja auch heute, dass da viel mehr noch möglich wäre. Carbon hat ja extrem viele Tuning-Mods zum Beispiel. Und ja, Pro Street war einfach echt cool, was das Tuning angeht. Es hat ausgereicht. Dann hat es dann noch einen super Livery-Editor und so weiter und so fort. Also man konnte da schon geile Autos bauen. Und das fühlte sich dann auch irgendwie gut an, dass du auf so einem Festival einfach bist. Dein Auto wird da präsentiert. Der Sprecher hat teilweise sogar dein Auto angesprochen. Wenn du zum Beispiel einen Nissan GT-R hattest, dann hat er gesagt, wow, wie kommt Ryan Cooper bitteschön an einen Nissan GT-R? Ich dachte, der ist noch im Prototypenstatus. Halten können.
Außer Paul Trask lässt sich jetzt nicht blicken, Keep an ne? eye on this guy. Ryan Cooper has shown up today, and I have no idea how he even got that car. That's a GTR. I didn't even think those GTRs were out of the prototype stage. You can do a lot with a car like that. Guys love to get under the hood just to start playing around. Habt ihr gehört, was er gesagt hat? Der hat sich gerade gefragt, wie zur Hölle haben wir den GTR bekommen? Der dachte, der ist noch im Prototypenstatus. Geil! Ja, der Nissan GTR war damals auch noch im Prototypenstatus, mehr oder weniger. Den kann man da sogar fahren, den Prototyp. Und ja, Need for Speed Pro Street ist eigentlich super gealtert. Ja, also wirklich ein Spiel, was sich lohnt, heute mal zu spielen. Es hat wirklich eine extreme Atmosphäre. Es ist quasi das bessere Horizon von früher. Ne, es hat ja zusammen mit Juice damals wirklich diese, ja, Veranstaltungsthematik richtig hart aufgenommen, weil Juiced war ja im Grunde dasselbe, auch so eine Art Veranstaltung mit Sprechern und allem drum und dran. Und Horizon hat das dann später einfach noch aufgeschnappt, aber auf die Open World ausgebaut. Und ich denke mal, auch deswegen war es so erfolgreich, weil das Feature an sich war gar nicht verkehrt, so eine riesen Veranstaltung zu haben. Horizon hat es halt nur nicht ganz so krass rübergebracht. Ich meine, der erste Teil war noch gut, danach fiel es aber direkt wieder ab. Ne, also dieses ganze Festival-Feeling war damals schon extrem cool. Und ja, aber gehen wir weiter. Need for Speed ging es danach nicht mehr ganz so gut. Die nächsten Teile waren so ein bisschen verwirrend. The Run war irgendwie so eine riesige Story, wobei man sagen muss, Need for Speed The Run war auch ein gutes Konzept, aber auch da hat die Fahrphysik für meinen Geschmack zumindest wieder richtig reingekackt. Im Grunde fand ich die Idee ziemlich geil, dass du ein riesiges Rennen quer durch ein Land fährst und ja, eigentlich cool, aber die Fahrphysik war da überhaupt nicht meins, weshalb ich das auch nie wirklich gespielt habe. Ja, dann kam Need for Speed Undercover, gleiches Problem, das wirkte irgendwie hingeklatscht, die Story war so irrelevant und komisch. Ich habe es mir bis heute nicht gemerkt und auch nie in meinen Videos verwurstet. Ich muss das Spiel erstmal wieder durchspielen, um überhaupt durchzublicken, was da abging. Und ja, dann kam noch Need for Speed Shift, da war komplett vorbei, da dachte man sich, ja, was ist denn jetzt los? Need for Speed Shift macht jetzt auf einmal einen auf Rennspiel hier oder was? Wobei die auch so ihren eigenen Touch hatten irgendwie, ne? Mit Charts-Modell und so war auch vieles, was man heute vielleicht in modernen Rennspielen vermisst. Ja, und dann kam Need for Speed Hot Pursuit. Das war allerdings eigentlich der letzte wirklich gute Teil. Ne? Ich meine, da scheiden sich vielleicht die Geschmäcker, aber ich finde, man konnte es gut spielen. Es hat Spaß gemacht und war ein würdiger Nachfolger der alten Need for Speed Hot Pursuit Teile. Und gefällt mir bis heute, wurde ja auch remastert, aber auch nur, weil halt Lizenzen noch verfügbar waren und so weiter. Und EA ist ja so ein Geier in der Hinsicht. Also da kann man auch sagen, war ganz gut eigentlich. Ja, dann kam der große Knall, Most Wanted, wo man auch sagen könnte, das könnte natürlich auch der Hauptverantwortliche dafür sein, dass die Serie so massiven Schaden erleidet hat. Und ja, man kann schon sagen, ja, Most Wanted hat der ganzen Serie Schaden zugefügt. Ich meine, es gibt auch Leute, die das Spiel gut finden und so weiter, aber es ist halt nicht das geworden, was es werden sollte, da einfach Zeit gefehlt hat. Und da es Most Wanted hieß, waren die Ansprüche natürlich riesig. Es war zwar erst 7 Jahre her seit dem originalen Most Wanted, weshalb man sich sowieso fragt, warum nennt man das Spiel schon wieder Most Wanted? Also man kann sagen, ich denke mal, da wollte EA einfach nur maximalen Hype erzeugen, um abzukassieren, aber haben sich damit maximal selbst ins Fleisch geschnitten, weil das war natürlich absolut realitätsfern. Also da war halt nichts, was irgendwie an das alte Most Wanted erinnert. Die Polizei crackt da auf durch die Gegend wie, weiß ich nicht, also in irgendwelchen Formationen, so komplett auf Droge, ne? Also richtig abgespaced, durchgeknallt, ja, Autos sind da irgendwo in der Stadt verteilt, vernünftiges Tuning gab es nicht und so, overall war es halt wirklich ein eigenartiges Spiel. Der Stoff haut rein. Danach kam dann Need for Speed Rivals und das war ja eigentlich auch wieder so ein Spiel, wo man sagt, wow, geiles Game, mega cool, vermisst man jetzt schon, da die Server jetzt letztes Jahr abgeschaltet wurden. Ja, eigentlich im Konzept ein Top-Game, was auch mir richtig Spaß gemacht hat, aber auch da wieder die Technik eher, naja, die Server waren nicht gerade stabil, es gab Probleme mit einigen Mechaniken, zum Beispiel, dass Racer dir so ganz einfach entkommen konnten, weil sie einfach in der Garage fahren mussten nur, das war's schon, waren sie dir entkommen. Mit Rivals war eigentlich auch ein guter Teil. Nur, ne, die Fahrphysik, da konnte man so, ja, okay, ne, war jetzt auch nicht der Banger, aber auch nicht super schlecht. Aber vor allem halt die Server, die recht schrottig waren und so weiter, haben dem Teil nicht gut getan. Und dann
kam 2015, ja, die Neustart-Ära. Man begann von vorne quasi eine Neuauflage von Need for Speed. Und ja, es sah vielversprechend aus. Man hat wieder richtig Bock gehabt. Ja, also wirklich, der Hype davor war genial. Man hatte richtig Lust. Und das Spiel ist an sich auch top umgesetzt. Ich meine, das Tuning ist nicht so vielfältig. Ne? Das hätte gerne mehr sein können. Aber die Grafik war cool. So die Umsetzung, wie dein eigenes Auto in den Cutscenes reingebaut wird, war echt geil gemacht. Und ja, die Story, klar, es hatte auch so ein paar komische Aspekte, wo man sich denkt, WTF. Ja, so ein bisschen cringe halt, weil man halt auf Krampf versucht hat, irgendwie, ja, cool und modern zu wirken, aber das ist ja allgemein so ein Problem in der ganzen Neustart-Ära gewesen. Aber an sich, 2015 hätte ein Top-Game sein können, aber auch da wieder das Problem, wie seit 2007, die Fahrphysik, absoluter Trash, die Fahrzeug-KI der Polizei, absoluter Trash. Also es war gefühlt unspielbar, du hast eine Wand angetippt und eine Unfallanimation bekommen. Absolut nervig alles und daran ist das Spiel am Ende gescheitert und das hat es dann auch in der Zukunft nicht besser gemacht, denn Payback hat weiterhin auf die Trash-Physik gesetzt, hat nebenbei noch einen auf Fast and Furious auf Wish bestellt gemacht. Ja, die Offroad-Physik war noch schlimmer, also Offroad-Rennen richtig übel, die Polizei war extrem aggressiv in manchen Events, die gab es ja auch nicht überall. Einen freien Fahrtmodus online gab es nicht zu Anfang, musste auch erst nachgereicht werden. Und ja, aber auch Payback genauso. Mega viel Potenzial, cooles Feeling soweit. Trotzdem, also man muss sagen, die haben es immer wieder geschafft, wirklich coole Games zu machen, aber es hat immer wieder Probleme mit der Physik und so weiter gegeben. Daran ist es immer gescheitert. Und dasselbe Problem dann beim nächsten Teil und dem wohl beliebtesten Teil der modernen Need for Speeds. Need for Speed Heat, auch wieder grandioses Setting, coole Map, cooler Style. Die Story, ja, waren auch wieder irgendwelche jungen Blagen, wo man sich denkt, ja, die können sich gerade die Arschhaare zupfen und machen schon einen auf Street Racer. Ich meine, ne, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Ich fand es halt ein bisschen komisch immer, ne, dass die sich da immer so aufspielen, dass sie da so eine Story feiern, als wäre das hier so ein Kriminalfilm. Aber die Story ging eigentlich noch fit, war relativ in Ordnung. Ne? Vor allem hat das Ende auch viele Fragen offen gelassen, die nie beantwortet wurden. Ja, war jetzt nicht schlecht. Auch das Gameplay tipptopp und so weiter. Nachtrennen vor allem sehr geil. Interaktiv mit dem Free-Roam gekoppelt. Und ja, aber auch da, Fahrphysik wurde besser ein bisschen. Aber immer noch nicht top. Es gab immer noch diese Momente, wo man sich dachte, Bro, kann doch nicht sein. Ne? Driften immer noch ganz schwierige Sache. Es gab Tunings, wo man mit gut driften konnte. Aber oft haben sich die Autos wirklich nur schwer handeln lassen, Drift rein, Drift raus, also immer noch katastrophal. Polizei und so weiter ist aber besser geworden und overall kann man sagen, Heat war schon auf einem guten Weg. Aber dann kam EA, hier habt ihr einen 5€ McLaren und dann war Feierabend. Ja, das Spiel wurde liegen gelassen. Ja, und man wünscht sich natürlich heute, dass es mehr Support bekommen hätte, aber hätte es wirklich was gebracht, denn das Handling war halt wie es ist und man kann, wenn das alles erstmal fertig ist, nicht so einfach da eingreifen und das Handling komplett überarbeiten. Schwierig auf jeden Fall. Und dann kam Unbound. Ja, der letzte Teil der Serie. Und ja, Need for Speed Unbound setzte plötzlich auf irgendwelche Anime-Sachen, wo von Anfang an schwer gegen gewettert wurde. Kam nicht gut an. Dann hatten wir eine Story, die absoluter Cringe war, so richtig lächerlich mit irgendwelchen TikTok-Kiddies. Jetzt Feinde sind, betteln wegen ein paar Daddy-Issues um ein Auto. Wow! Fehlt ja nur noch, dass der Kerl hier sein Shirt auszieht, eine Schlägerei ausbricht, jemand Autotune über alles legt und BAM! Schon sind wir im Radio zu hören. Die da irgendwie einen auf cool machen in irgendwelchen Parkhäusern und so weiter, konnte man sich einfach nicht geben. Auch die Dialoge waren der totale Übercringe. Ich weiß, wie sich das anfühlt, dieser Need for... Naja, du weißt schon, dieser Need for... Need for... was? So viel Benzin geschnuppert. Also wer auch immer die Story geschrieben hat, bitte schreibt nie wieder eine Story für Need for Speed. Bitte geh einfach weg. Ja, der Story-Modus hat nie ein Update großartig bekommen, da hat sich nichts verändert. Der Online-Modus war anfangs auch ziemlich tot, es gab noch nicht mal Polizei so wirklich und man denkt sich auch so, what the hell? Hat sich alles im Laufe der Zeit geändert, dann kam noch
viele Updates vom Team Kaizen und da hat man echt geschaut, was wollen so die Spieler. Es kamen viele Retro-Aspekte, ne, wie die Autos und so weiter, auch neue Modis, der Hot Pursuit Modus und der Lockdown Modus und alles cool. Diese Updates waren mega geil, auch der Drift Modus kam dann rein, mehr oder weniger. Man hat halt Reifen reingebracht, die die Fahrphysik ändern. Es war nicht top, es war jetzt noch kein Driften, es ist so eine Art Rumgeslide, weil deine Autos rutschen ja wirklich sehr übertrieben dann. Ja, ist nicht viel Drift, aber trotzdem hat es gereicht, um da vernünftig mitzuspielen. Also man konnte da seinen Spaß mit haben. Klar, verbesserungswürdig, aber ja, Unbound hat sich am Ende gut entwickelt. Trotzdem ist das Spiel am Ende natürlich jetzt kein Mega-Hype mehr geworden, aber trotzdem, so sollte es sein. Und ja, dann hat Need for Speed bzw. EA einfach die Schotten komplett dicht gemacht und das war's. Jetzt warten wir darauf, dass irgendwann mal wieder was passiert. Es hieß zuletzt, ja, Need for Speed liegt erstmal auf Eis, aber kommt zurück. So, Vince Zampella war zuletzt dafür verantwortlich, ist aber leider vor Weihnachten 2025 gestorben. Und wie es da jetzt weitergeht, ist so eine Frage. Da gab es auch viele Übernahmen und ja, jetzt die Memes deuten schon darauf hin, nächstes Need for Speed irgendwo in Abu Dhabi oder sonst irgendwas. Aber ja, die Zukunft von Need for Speed sieht schwierig aus und man fragt sich natürlich, warum musste das alles so enden? Ja, man hat mit Pro Street damals wirklich am Handling was geändert, groß, und ist davon irgendwie nie mehr so richtig losgekommen. Und das ist auch das größte Problem von Need for Speed, was EA anscheinend auch nie verstanden hat oder auch nie ändern wollte. Weil wie schafft man es wirklich weit über 10 Jahre, immer dieselben Fehler zu machen? Vor allem immer in der Fahrphysik. Man wollte einfach nicht mehr zurückkehren zu dieser alten Physik. Vielleicht haben sie es auch einfach nicht hingekriegt. Vielleicht hatten sie keine Entwickler, die dazu in der Lage waren. Weil wenn du dir anguckst, wie sich Underground 1 und 2 gespielt haben oder Most Wanted und Carbon, das ist ein Handling, mit dem kann man gut zurechtkommen, hat Spaß gemacht, war cool, ne? Und ja, irgendwie wollten sie daran nichts ändern. Es war gefühlt immer Copy-Paste, neue Stadt, neue Story, hier und da ein paar neue Autos und das war's. Und ja, jetzt kann man abwarten, wie wird sich das Ganze entwickeln. Welcher Teil ist für euch so maßgeblich verantwortlich? Wo findet ihr, hat sich das meiste bei Need for Speed geändert und wurde seitdem auch nie besser? Wie gesagt, die meisten gucken also auf Pro Street. Ich persönlich sage aber auch gleichzeitig, ja, es hatte mega geile Aspekte noch. Also ein Spiel, was man heute sich immer noch geben kann. Für andere war so komplett Schluss bei Need for Speed Most Wanted 2012. Aber ja, andere sagen auch, 2015 war so der Gong zum Ende. Ja, schwierige Sache bei Need for Speed, wie ich gesagt habe. Aber ich denke mal, so Pro Street ist da so der Hauptantagonist, kann man sagen, weil wirklich das Handling da so massiv überarbeitet und geändert wurde. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, um den Kanal zu supporten. Abonnieren nicht zu vergessen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Serie. Auch da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wo seht ihr Probleme bei irgendeiner Spieleserie? Welcher Teil hat die Serie Richtung Untergang geführt oder sogar endgültig sofort ruiniert? Ja, ab in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.